Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch einfach gemacht. Ich freue mich unheimlich, dass du wieder eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam die deutsche Sprache zu entschlüsseln. In unserer letzten Folge haben wir ja einen richtigen Vokabelbooster gezündet. Erinnerst du dich? Wir haben uns die Substantivsuffixe ung, heit, keit, schaft und tum angesehen und entdeckt, wie wir aus Verben und Adjektiven ganz systematisch Hunderte von neuen Substantiven bilden können. Wir haben gelernt, über die Freiheit, die Möglichkeit und die Freundschaft zu sprechen. Heute wollen wir genau da weitermachen, aber wir wechseln die Perspektive. Nachdem wir gelernt haben, Dinge und Konzepte zu benennen, wollen wir heute lernen, wie wir sie beschreiben können. Wie wir der Welt Farbe, Gefühl und Eigenschaften verleihen. Es geht um die magische Welt der Adjektivsuffixe. Wir nehmen uns 5 der häufigsten und nützlichsten Kandidaten vor. Lich, ich, bar, voll und los. Diese kleinen Endungen sind unglaublich mächtig. Sie sind wie ein Pinsel in deinem sprachlichen Malkasten. Mit ihnen kannst du aus einem einfachen Substantiv wie Freund ein Gefühl wie freundlich machen oder aus einem Verb wie lesen die Eigenschaft lesbar. Ich verspreche dir, nach dieser Folge wirst du die Welt um dich herum auf Deutsch viel präziser und lebendiger beschreiben können. Du wirst nicht nur mehr verstehen, sondern dich auch viel genauer ausdrücken können. Also, spitz die Ohren. Wir legen direkt los. Die Grundlagen vom Ding zum Wie-Wort. Bevor wir in die Details der einzelnen Suffixe eintauchen, lasst uns kurz klären, was diese Adjektivsuffixe eigentlich tun. Ihre Aufgabe ist es, ein Wort aus einer anderen Wortart, meistens einem Substantiv oder manchmal auch einem Verb, zu nehmen und es in ein Adjektiv zu verwandeln. Ein Adjektiv ist ein Wie-Wort. Es beschreibt, wie etwas oder jemand ist. Nehmen wir das Substantiv der Mut. Das ist ein Ding, ein Konzept. Wenn wir nun das Suffix -ig anhängen, erhalten wir das Adjektiv mutig. Plötzlich beschreiben wir eine Eigenschaft. Wir können sagen, eine mutige Frau oder eine mutige Entscheidung. Wir beschreiben, wie die Frau oder die Entscheidung ist. Oder nehmen wir das Substantiv der Sinn. Das ist ein abstraktes Konzept. Hängen wir voll an, wird es zu sinnvoll. Hängen wir los an, wird es zu sinnlos. Mit diesen beiden Endungen können wir sofort bewerten, ob etwas einen Sinn hat oder nicht. Du siehst, die deutsche Sprache ist wie ein Baukasten. Du musst nicht jedes Wort einzeln lernen. Wenn du die Bausteine und die Regeln kennst, wie man sie zusammensetzt, multipliziert sich dein Wortschatz fast von alleine. Und genau das tun wir heute. Wir lernen die Bauanleitung für hunderte neuer Adjektive. Ein kleiner Hinweis vorab. Adjektive im Deutschen müssen ja dekliniert werden. Das heißt, ihre Endung verändert sich je nach Fall, Geschlecht und Artikel. Also ein schöner Tag, aber der schöne Tag. Das ist heute nicht unser Thema. Wir konzentrieren uns nur darauf, die Grundform des Adjektivs zu bilden. Das Deklinieren kommt später. Heute geht es rein um den Wortschatz. Bereit? Dann starten wir mit dem wohl vielseitigsten Suffix von allen. Der Alleskönner. Das Suffix ellig. Beginnen wir mit dem Suffix ellig. Wenn ellig ein Werkzeug wäre, dann wäre es das Schweizer Taschenmesser unter den Suffixen. Es ist unglaublich vielseitig und eines der produktivsten Suffixe im Deutschen. Es wird hauptsächlich an Substantive, aber auch an Verben angehängt. Die Grundbedeutung von ellig ist oft in der Art von oder sich beziehend auf das Ursprungswort. Es beschreibt eine Eigenschaft,
eine Art und Weise oder eine Regelmäßigkeit. Schauen wir uns zuerst Beispiele an, bei denen ellig an ein Substantiv angehängt wird. Der Freund, freundlich. Das beschreibt die Art eines Freundes. Eine freundliche Person ist nett und offen. Satz, die Verkäuferin war sehr freundlich. Das Herz, herzlich. Etwas, das vom Herzen kommt. Ein herzlicher Empfang ist ein sehr warmer und liebevoller Empfang. Satz, vielen Dank für die herzliche Einladung. Die Gefahr, gefährlich. Etwas, das die Eigenschaft von Gefahr hat. Satz, das Fahren bei Nebel ist sehr gefährlich. Die Angst, ängstlich. Jemand, der die Eigenschaft von Angst hat, also oft Angst empfindet. Satz, der Hund ist Fremden gegenüber sehr ängstlich. Manchmal verändert sich bei der Umwandlung ein Vokal, ein sogenannter Umlaut. Das siehst du hier. Der Tag, täglich. Etwas, das sich auf den Tag bezieht, also jeden Tag stattfindet. Satz, ich lese täglich die Zeitung. Die Woche, wöchentlich. Jede Woche. Satz, der Kurs findet wöchentlich statt. Das Jahr, jährlich. Jedes Jahr. Satz, die Konferenz ist eine jährliche Veranstaltung. Ellig kann aber auch an den Stamm von Verben angehängt werden. Glauben, glaublich. Etwas, das man glauben kann. Meistens wird es aber in der Verneinung benutzt. Unglaublich. Satz, es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Verstehen, verständlich. Etwas, das man verstehen kann. Satz, seine Erklärung war klar und verständlich. Sterben, sterblich. Jemand, der sterben kann. Satz, alle Menschen sind sterblich. Ellig ist also ein echtes Multitalent. Es beschreibt Eigenschaften, Regelmäßigkeiten und Möglichkeiten. Achte mal darauf, wie oft du es in deutschen Texten findest. Es ist überall. Der Besitzer unter den Suffixen. Machen wir weiter mit unserem zweiten Kandidaten, dem Suffix ig. Wenn Lich der Alleskönner ist, dann ist ich der Spezialist für Besitz. Es wird fast ausschließlich an Substantiven angehängt und bedeutet so viel wie habend, besitzend oder versehen mit. Wenn du also beschreiben willst, dass etwas eine bestimmte Substanz oder Eigenschaft hat, ist ig auf die richtige Wahl. Das wird besonders deutlich bei Wetter- und Naturbeschreibungen. Die Sonne, sonnig. Ein Tag, der viel Sonne hat. Satz, morgen wird es wieder warm und sonnig. Der Nebel, neblig. Ein Morgen, der viel Nebel hat. Satz, fahr vorsichtig, es ist sehr neblig heute. Der Wind, windig. Wetter, das viel Wind hat. Satz, an der Küste ist es oft sehr windig. Der Sand, sandig. Ein Strand, der aus Sand besteht. Satz, der Weg zum Meer ist sehr sandig. Aber es funktioniert nicht nur mit Wetter. Es beschreibt auch Zustände oder Eigenschaften von Personen oder Dingen. Der Durst, durstig. Jemand, der Durst hat. Satz, nach der Wanderung war ich unglaublich durstig. Der Schmutz, schmutzig. Etwas, das Schmutz auf sich hat. Satz, deine Schuhe sind ganz schmutzig. Die Kraft, kräftig. Jemand, der viel Kraft hat. Auch hier wieder mit Umlaut. Satz, er hat einen kräftigen Händedruck. Der Mut, mutig. Eine Person, die Mut besitzt. Satz, es war eine mutige Entscheidung, den Job zu wechseln. Die Unterscheidung zwischen Lich und Ich kann manchmal schwierig sein,
Eine Faustregel ist, ich beschreibt oft eine konkrete physische oder vorhandene Eigenschaft, sonnig, die Sonne ist da, während lich oft eine abstraktere, charakterliche Art oder beschreibt, freundlich, in der Art eines Freundes. Aber wie immer gibt es Ausnahmen. Das Wichtigste ist, viele Beispiele zu sehen und ein Gefühl dafür zu entwickeln. Das Suffix bar. Kommen wir nun zu einem meiner absoluten Lieblingssuffixe, weil es so unglaublich logisch und nützlich ist. Das Suffix bar. Dieses Suffix ist der Schlüssel zur Beschreibung von Möglichkeiten. Es wird fast immer an den Stamm von Verben angehängt und verwandelt die Handlung in eine Eigenschaft. Die Bedeutung ist fast immer kann werden. Es entspricht also dem englischen able oder able. Das ist eine fantastische Abkürzung im Kopf. Denk an ein beliebiges Verb und die Chancen stehen gut, dass du mit bar ein sinnvolles Adjektiv bilden kannst. Lesen, lesbar. Etwas, das man lesen kann. Satz, seine Handschrift ist kaum lesbar. Essen, essbar. Etwas, das man essen kann. Satz, bist du sicher, dass diese Pilze essbar sind? Trinken, trinkbar. Etwas, das man trinken kann. Satz, das Leitungswasser ist hier absolut trinkbar. Machen, machbar. Etwas, das man machen kann. Satz, die Aufgabe ist eine Herausforderung, aber sie ist machbar. Bezahlen, bezahlbar. Etwas, das man bezahlen kann. Satz, wir suchen eine bezahlbare Wohnung im Stadtzentrum. Sehen, sichtbar. Etwas, das man sehen kann. Achtung, hier ändert sich der Stamm, Seh wird zu Sicht. Satz, von diesem Berg aus sind die Alpen deutlich sichtbar. Hören, hörbar. Etwas, das man hören kann. Satz, seine Stimme war im ganzen Raum hörbar. Ist das nicht genial? Jedes Mal, wenn du im Deutschen sagen willst, man kann etwas tun, kannst du stattdessen dieses elegante Adjektiv mit bar verwenden. Statt zu sagen, man kann diesen Text nicht lesen, sagst du einfach, dieser Text ist unlesbar. Das klingt viel professioneller und ist kürzer. Manchmal wird bar auch mit Substantiven kombiniert, wie bei der Dank. Dankbar. Das bedeutet dann eher voller Dank. Aber die Hauptanwendung, die du dir merken solltest, ist Verb plus bar gleich kann werden. Das Gegensatzpaar die Suffixe voll und los. Zum Abschluss habe ich noch ein unschlagbares Duo für dich. Voll und los. Ich stelle sie bewusst zusammen vor, denn sie sind direkte Gegensätze. Wenn du das eine lernst, kannst du das andere fast automatisch ableiten. Das verdoppelt deinen Lernerfolg mit halbem Aufwand. Beide Suffixe werden an Substantive angehängt, um eine Eigenschaft zu beschreiben. Fangen wir mit voll an. Wie das Wort voll schon sagt, bedeutet es voll von oder reich an. Es beschreibt das Vorhandensein einer Eigenschaft in hohem Maße. Der Sinn, sinnvoll, voll von Sinn. Satz: Es ist sinnvoll, vor einer langen Reise das Auto zu überprüfen. Der Humor, humorvoll, voll von Humor. Satz: Er ist ein sehr humorvoller Mensch und bringt alle zum Lachen. Der Respekt, respektvoll, voll von Respekt. Satz: Der Umgangston in der Firma ist sehr respektvoll. Die Kraft, kraftvoll, voll von Kraft. Satz:
Der Motor dieses Autos ist extrem kraftvoll. Die Fantasie, fantasievoll, voll von Fantasie. Satz: Die Kinder haben ihre Zimmer fantasievoll dekoriert. Und jetzt kommt der Gegenspieler. Los. Wie du dir sicher schon denken kannst, bedeutet es ohne oder frei von. Es beschreibt das Fehlen einer Eigenschaft. Der Sinn: sinnlos, ohne Sinn. Satz: Bei diesem Regen ist ein Spaziergang völlig sinnlos. Das Ergebnis: erfolglos, ohne Erfolg. Satz: Leider blieben unsere Bemühungen erfolglos. Die Arbeit: arbeitslos, ohne Arbeit. Satz: Seit der Schließung der Fabrik sind viele Menschen arbeitslos. Die Farbe: farblos, ohne Farbe. Satz: Wasser ist eine farblose Flüssigkeit. Die Wolke: wolkenlos, ohne Wolken. Satz: Wir hatten einen strahlend blauen und wolkenlosen Himmel. Dieses Paar ist so unglaublich praktisch. Jedes Mal, wenn du ein Wort mit voll lernst, frage dich: Gibt es auch das Gegenteil mit los? Oft lautet die Antwort ja. So lernst du immer gleich 2 Adjektive auf einen Schlag. Zusammenfassung: Dein neuer sprachlicher Malkasten. Bevor wir alles zusammenfassen, atme einmal tief durch. Du hast gerade 5 mächtige Werkzeuge gelernt. So, das war unsere Tour durch die Welt der Adjektivsuffixe. Lass uns die Pinsel noch einmal sortieren und unseren neuen Malkasten zusammenfassen. Lich: Der Alleskönner. Beschreibt die Art und Weise, den Charakter oder die Regelmäßigkeit. Zum Beispiel freundlich, täglich, verständlich. Ich: Der Besitzer. Beschreibt, dass etwas eine Eigenschaft oder Substanz hat. Zum Beispiel sonnig, mutig, durstig. War: Der Möglichmacher. Bedeutet fast immer kann geh. Werden. Zum Beispiel lesbar, machbar, bezahlbar. Voll: Der Füller. Bedeutet voll von oder reich an. Zum Beispiel sinnvoll, humorvoll, kraftvoll. Los: Das Gegenteil. Bedeutet ohne oder frei von. Zum Beispiel sinnlos, erfolglos, arbeitslos. Wenn du diese 5 Suffixe verinnerlichst, hast du ein unglaublich mächtiges Werkzeug an der Hand. Du kannst deinen existierenden Wortschatz an Substantiven und Verben nehmen und ihn in eine riesige neue Palette an beschreibenden Wörtern verwandeln. Das ist der Unterschied zwischen einer einfachen Aussage wie »Der Mann hat Mut« und einer viel eleganteren Beschreibung wie »Der Mann ist mutig«. Ich hoffe, diese Folge hat dir Spaß gemacht und dir gezeigt, wie kreativ und systematisch Deutsch sein kann. Jetzt bist du dran. Mein Tipp für dich: Genau wie beim letzten Mal, werde zum Detektiv in der deutschen Sprache. Nimm dir einen Text, schau eine Serie auf Deutsch oder höre einfach nur Radio. Und jedes Mal, wenn du ein Wort hörst oder liest, das auf lich, ich, bar, voll oder los endet, halte kurz inne. Überlege, was ist das Ursprungswort? Was genau beschreibt dieses Adjektiv? Und versuche dann, selbst einen Satz damit zu bilden. Das ist aktives Training, das dich viel weiterbringt als passives Konsumieren. Wenn dir diese Folge geholfen hat,
Dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst und vielleicht sogar eine positive Bewertung hinterlässt. Das hilft anderen Deutschlernern, uns zu finden. Vielen Dank, dass du deine Zeit heute mit mir verbracht hast. Bleib dran, bleib neugierig und hab Spaß daran, die Welt um dich herum auf Deutsch zu beschreiben. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. In der nächsten Folge tauchen wir noch tiefer in die Welt der Wortbildung ein. Wir entdecken die Magie der zusammengesetzten Wörter, also dieser faszinierenden Wortmonster, die du überall im Deutschen findest, von Handschuhfach bis Lebensgefühl. Also, bleib dabei. Schritt für Schritt wirst du sehen, wie logisch und kreativ Deutsch wirklich ist. Tschüss und alles Gute!